Wenn du unseren Kanal kennst und unsere Webseiten kennst und unsere Arbeit kennst, dann weißt du ja, dass wir uns hauptsächlich mit dem Umzug ins Ausland befassen. Unsere Mandanten ziehen ins Ausland um steuerlich zu sparen oder weil es ihnen einfach im Ausland besser gefällt, gründen dort dann Unternehmen, zum Teil mit sehr günstigen Steuersätzen, leben in einem interessanten Wohnsitzland und haben dann tatsächlich meistens eine steuerliche Belastung von weniger als 10%. Wenn du nun in Deutschland wohnst und sagst, ich würde gerne ins Ausland gehen, kann es aber partout nicht, Familie, vielleicht andere Verpflichtungen, die dich in Deutschland halten, dann hast du momentan das Problem, dass du als Unternehmer wahrscheinlich so gegen 50% Steuern bezahlst auf die erwirtschafteten Gewinne. Wenn du eine GmbH besitzt, dann zahlst du Körperschaftssteuer, ungefähr 30%. Und wenn du dann noch die Gewinne ausschüttest, zahlst du Abgeltungssteuer nochmal 25%. Oder wenn du an einer Personengesellschaft beteiligt bist, zahlst du eben Einkommensteuer, möglicherweise auch knapp 50%, vielleicht leicht weniger. Diese Besteuerung kann man doch signifikant reduzieren, nämlich auf rund 25%, 24%, um genau zu sein. Wie funktioniert diese Lösung? Es ist, wie gesagt, eine Lösung, die ist komplett legal, mit vollem Wissen des Finanzamts natürlich, alles komplett gemeldet, erprobt und vielfach so ausgeübt. Was du machst, ist, dass du eine KG in Österreich gründest, eine GmbH und Co. KG, welche dann die Geschäfte hier übernimmt. Diese GmbH und Co. KG ist also mit der deutschen GmbH und Co. KG zu vergleichen. Das heißt, du hast eine Kommoditistin, das wäre eine österreichische GmbH, die ist nicht am Gewinn der Gesellschaft beteiligt, und du hast eine Komplementär oder eine Komplementärin, die ist zu 100% am Gewinn der Gesellschaft beteiligt. Das wäre jetzt in diesem Fall eine deutsche GmbH, die du gründest, die an der Gesellschaft dann beteiligt ist. Was muss man jetzt wissen? Wenn sich eine deutsche Gesellschaft an einer Auslandsgesellschaft beteiligt, kommt es zur sogenannten Hinzurechnungsbesteuerung, wenn die Gesellschaft keine aktiven Einkünfte erzielt, die Gesellschaft im Ausland. Das heißt also, die Grenze ist hier genau 25%. Früher war die Steuer in Österreich bei Körperschaften 25%. Sie wurde ab 2023 auf 24% reduziert. Damit liegt sie genau 1% unter der deutschen Regelung zur Hinzurechnungsbesteuerung. Du musst nun also nachweisen, dass die österreichische Gesellschaft tatsächlich aktive Einkünfte generiert. Wenn sie jetzt Kunden hat, wenn sie Dienstleistungen erbringt, Handel macht, produziert, dann ist das alles kein Problem. Wichtig ist, du brauchst eine richtige Betriebsstätte in Österreich. Du brauchst dort einen Geschäftsführer, du brauchst dort Mitarbeiter. Wenn du das nicht hast, wird angenommen, dass die Betriebsstätte sich in Deutschland befindet, also werden dort weiter Steuern fällig und die gesamte Struktur ist umsonst. Also mal angenommen, wir haben nun die österreichische Gesellschaft, eine österreichische GmbH und Co. KG. Diese produziert aktive Einkünfte. Wir haben als Komplementärin die österreichische GmbH und als Kommoditistin die deutsche GmbH. Was passiert nun? Die deutsche GmbH, die Kommoditistin bei der österreichischen KG ist, wird in Österreich beschränkt körperschaftssteuerpflichtig. Sie muss dort eine Körperschaftssteuererklärung einreichen und jedes Jahr 24% Steuern auf die Gewinne dieser Gesellschaft bezahlen. Danach fließen also die restlichen Gewinne, der Nettoertrag, als Dividende an die deutsche Gesellschaft zurück. Quellensteuer gibt es dort aufgrund der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie nicht. Man kann sich befreien lassen, beziehungsweise die deutsche Gesellschaft kann sie womöglich dann dort einfach zurückholen. Nun haben wir also die restlichen Gewinne, also 76% in der deutschen Gesellschaft drin, die Kommoditistin bei der KG ist in Österreich. Wie kommen diese Gewinne nun also ohne Steuerabzug an dich zurück? Die deutsche GmbH, die an dieser österreichischen Gesellschaft beteiligt ist, packst du jetzt noch in eine deutsche GmbH und Co. KG hinein. Ja? Die GmbH und Co. KG wird also somit eine Holdinggesellschaft werden dieser GmbH. Beide bilden eine sogenannte Organschaft. Das heißt,
Es gibt einen Gewinnabführungsvertrag. Die Holding leitet die Geschäfte der GmbH. Sämtliche Gewinne fließen direkt an die GmbH und Co. KG durch. In der GmbH, die die Gewinne erhält in Deutschland, wird keine Steuer fällig. Nun sind die Gewinne in der KG drin. Und wie du ja weißt, wenn du dir Gewinne aus einer KG ausschüttest, dann zahlt die KG keine Steuern darauf. Du musst diese möglicherweise dann in deiner persönlichen Einkommensteuer versteuern. Die Gewerbesteuer, falls sie anfällt, wird dann hier mit verrechnet. Nun hast du ja aber die Gewinne schon mit 25% in Österreich versteuert. Und gemäß dem deutsch-österreichischen Doppelsteuerungsabkommen wird dann keine weitere Steuer in Deutschland fällig. Es gilt allerdings Progressionsvorbehalt. Das heißt, möglicherweise zahlst du dann auf andere Einkünfte mehr Steuern, weil dein Gesamteinkommen steigt. Somit hast du also erreicht, dass du erstens in Deutschland wohnen bleiben kannst, zweitens eine Auslandsgesellschaft gegründet hast in Österreich und drittens insgesamt im Unternehmen und bei dir persönlich nur 25% Steuern bezahlst. Natürlich würdest du ins Ausland umziehen, könntest du deine Steuer auf weniger als 10%, weniger als 5% vielleicht sogar reduzieren. Aber du kannst natürlich nicht im schönen Deutschland bleiben. Mit dieser Lösung ist ein Kompromiss erzielbar. Wenigstens dann, wenn du es wirklich schaffst, natürlich in Österreich ein Unternehmen aufzubauen mit Substanz, mit Mitarbeitern, mit Wertschöpfung und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, die Bedingung. Die österreichische Gesellschaft darf auf keinen Fall eine Briefkastengesellschaft sein. Das muss dir unbedingt klar sein. Wenn du dich zu diesem Thema beraten lassen willst oder grundsätzlich zum Thema internationale Steuergestaltung, Lösungen im Ausland, dann buch doch ein Beratungsgespräch und wir machen gerne mal eine steuerliche Standortbestimmung. Link kopiere ich in die Beschreibung hier unten rein. Seit 20 Jahren beraten wir Mandanten bei genau solchen Projekten, wie wir sie jetzt beschrieben haben, und bei der internationalen Steueroptimierung. Wir haben Rechtsanwälte, Steuerberater in vielen Ländern, die mit uns zusammenarbeiten. Wir sind diejenigen, die das Ganze dann zentral für dich koordinieren, so dass du hier letztlich dir keine lokalen Kräfte suchen musst und dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Ich freue mich drauf, mit dir zu sprechen in der Beratung. Mach's gut und bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.